for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen. Heute ein Black Knight Leopardgecko. Ne? Die Black Knights sind so, ja, wie der Name schon sagt, möglichst oder sehr schwarze Leopardgeckos. Das Ganze hat man im Prinzip durch selektive Zucht erreicht. Ne? Man hat Tiere genommen, die schon dunkel waren und hat die immer weiter selektiv miteinander verpaart, also dunkel mit dunkel. Und irgendwann kommen dann solche fast ganz schwarzen oder ganz schwarze Leopardgeckos raus. Also das hier ist schon so mehr oder weniger Spitzenqualität. Also Qualität, Entschuldigung für den Ausdruck bei einem Tier, bezieht sich einfach auf die Farbe. Also was das Schwarz betrifft. Ne? Also kann man so ganz dunkle Tiere rausbekommen. Wenn man mit dem jetzt weiter verpaart, kommen zum Teil wieder hellere Tiere raus oder auch vielleicht fast so dunkle. Das Ganze nennt sich eben, es ist eine Art von selektiver Zucht. Die Vererbung ist intermediär und wie gesagt, dunkel mit dunkel. Wenn man Glück hat, kommen so ganz dunkle Tiere raus wie dieser hier. Schwarz ist, glaube ich, eine Farbe, die bei den Terrarianern generell immer super ankommt. Und deswegen sind auch die schwarzen Leopardgeckos gerade da wirklich heiß begehrte Renner. Und meiner Meinung nach auch wirklich super hübsch. Und deswegen wollte ich die euch heute zeigen. Das Thema heute ist das Egg-Cutting. Bei uns umgangssprachlich auf Fenchtern oder Fenchtern genannt oder Eierfenchtern. Das möchte ich euch, bevor wir uns auch drüber unterhalten, möchte ich euch erstmal zeigen, wie es überhaupt geht oder über was wir sprechen. Wichtig, wenn ihr das macht, müsst ihr vorne weg schon mal schauen, dass ihr da nicht irgendwelche Blutgefäße im Ei verliert. Ne? Da sind doch mehr oder weniger große Blutgefäße unter der Eihaut. Und vorab tut man mit einer Schierlampe, Taschenlampe, Handylampe tut es auch, tut man schauen, dass man oder wo sich größere Gefäße befinden und versucht nicht genau an dieser Stelle das Ei anzuschneiden. Ja? Mein Nachteil hier jetzt ein bisschen, wir sind hier unter Studioverhältnissen. Das heißt, hier ist überall ziemlich hell. Deswegen habe ich hier ein bisschen meine Schwierigkeiten. Hier, guck mal, hier sieht man jetzt recht gut so ein relativ dickes Blutgefäß. Ne? Hier rüber läuft es ein bisschen und vor allem auch hier runter zu. Ne? Kann man es ganz gut erkennen. Und an den Stellen muss man natürlich aufpassen beim Schneiden, dass man nicht genau so ein dickes Gefäß erwischt oder durchtrennt. Ne? Das ist jetzt nicht automatisch, oder das ist nicht das Tod des Tieres, aber die Blutgefäße sind ja noch mit dem Dottersack vom Tier verbunden. Und wenn ihr jetzt das Blutgefäß durchtrennt, dann ist das sicher ein indirekter Blutverlust fürs Tier, was das Tier jetzt nicht unbedingt stärker oder besser macht. Ne? Also sucht eine Stelle, wo keine Blutgefäße direkt unter der Eihaut sind. In dem Fall jetzt hier oben. Kann ich mein Handy wieder wegpacken. Und dann könnt ihr vorsichtig ein bisschen so eine kleine Falte in die Eihülle machen. Natürlich möglichst flach schneiden, ne? Umso flacher ihr schneidet, umso weniger die Gefahr, dass ihr in ein Gefäß kommt. Upsa. Ihr seht, ich bin kein Terrarianer, der das allzu oft macht.
Hier sind wir jetzt an einem größeren Gefäß. Da ein bisschen versuchen, drumherum zu kommen. So, also im Großen und Ganzen seht ihr, um was es hier geht. Es wird so circa ein Fenster in das Ei geschnitten von der Größe von einem, ich würde jetzt mal sagen, so ein 1 Euro großes Sichtfenster wird da ins Ei geschnitten. Das Ganze, es gibt Terrarianer, die machen das Ganze schon, ich glaube, ab Tag 40 gibt es Terrarianer, die schon anfangen, die Eier zu fenstern. Andere machen das, wenn wenn das Ei oder wenn ein Tier aus dem Gelege das Ei anritzt, fangen die an, die Eier zu fenstern. So in diesem Stil, manche zum Teil noch etwas größer. Manchmal hat man Glück und dann werden, oder was heißt Glück, aber manchmal werden recht hübsche Fotos gepostet, wo man dann zufällig sogar gleich den Kopf des Tieres sieht. Ich glaube, da hinten ist der Kopf. Nee, kein Glück. Ja, da können wir mit der Kamera nachher mal ein wenig reinleuchten. Da sieht man jetzt ein Auge vom Tier. Diese Aktion des Eierfenstern, es gibt Terrarianer, die sagen, das hat Vorteile oder das wäre wichtig oder sie machen es aus dem und dem Grund. Das wäre jetzt interessant mal zu hören von euch. Wer hat Gründe für das Eierfenstern? Es gibt so, oder ich höre es immer wieder, naja, es gibt Babys, die kommen schon nicht aus dem Ei raus oder sowas. Ihr wisst alle, die kleinen Pythons haben einen Eizahn an der Oberlippe. Mit diesem Eizahn ritzen die das Ei an und schlüpfen dann. Meine Erfahrung ist, dass jedes gesunde Schlangenbaby aus dem Ei rauskommt. Ne? Ich habe es in 20 Jahren oder wie lange ich jetzt Königspythons züchte, habe ich nie den Fall gehabt, dass ich ein Ei aufgemacht habe und ein perfektes Baby ist drin, das aus irgendeinem Grund nicht schlüpfen konnte, ne, dem ich hätte helfen müssen über ein Fenster. Ne. Also beziehungsweise, jetzt muss ich nochmal 2 Schritte zurück, ich fenster generell eigentlich keine Eier. Ne. Das habt ihr jetzt vielleicht auch dran gemerkt, wie relativ ungeschickt ich das mache. Meiner Meinung nach ist dieses Eierfenstern mehr der Neugierde geschuldet, weil man ähnlich wie Weihnachten, wenn man unterm Weihnachtsbaum schon den Tag vorher guckt, welches Geschenk liegt drunter, so habe ich manchmal den Eindruck beim Eierfenstern. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich dem einen oder anderen auch Unrecht. Wie gesagt, dann schreibt es drunter, wenn ihr Argumente habt, zu sagen, doch, es ist ganz wichtig, weil ich hatte mal ein Tier, wie gesagt, das kam nicht durch die Eihülle oder das weiß der Herrgott was. Wenn ihr meint, es hat einen Grund, bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, ich selber glaube, dass es keinen Grund gibt, dies zu machen. Ich glaube, dass man das Tier da eher ein bisschen damit stresst. Oder wenn ihr jetzt hier meine, trotz Schauen, meine leicht blutige Schlacht hier anschaut, das ist natürlich, wie gesagt, Blut, was noch in dem Kreislauf von dem Tier ist. Ist bestimmt nicht ideal, wenn sowas passiert. Wie gesagt, ich kann keinen richtigen Sinn darin erkennen. Wenn ich Babys habe, oder wenn Eier überfällig sind, ne, wenn das ganze Gelege geschlüpft ist und ich habe ein Ei, wo noch zu ist, manchmal gibt es das, wenn ein Ei im Brutapparat, zum Beispiel wenn ihr einen normalen Brutapparat benutzt, wenn Eier ganz außen liegen, die haben es wahrscheinlich ein bisschen kühler wie die Eier weiter innen. Die Eier außen brauchen 2, 3, 4 Tage länger, also schlüpft das Baby einfach ein paar Tage später. Oder es gibt tatsächlich Eier, die überfällig sind, die ich dann auch am Tag, ich würde mal sagen 65 bis 70, also wirklich gut eine Woche nach den anderen Eiern aufmache.
Nach meiner Erfahrung ist in diesen Eiern, die nicht selbstständig schlüpfen, entweder eine nicht lebensfähige Schlange drin, die aus irgendeinem Grund verkrüppelt ist oder eben nicht lebensfähig ist. Oder ein totes Tier drin. Was ich manchmal habe in Eiern, sind Tiere, die sich selber einen Knoten in die Nabelschnur machen, ne, wo man dann sieht, also wenn man das Ei dann öffnet, ein totes Tier ist drin und man sieht, dass die Nabelschnur ums Tier drumherum gewickelt ist und das Tier sich somit selber im Prinzip die Zufuhr von Nahrungsmitteln oder die Energiezufuhr sozusagen abgestellt hat. Ne. Das habe ich manchmal, dann ist das Tier tot im Ei. Ich glaube oder ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diesem Tier geholfen hätte, wenn ich das Ei gefenstert hätte, ne, weil das ja an dem Knoten in der Nabelschnur auch nichts ändert. Wie gesagt, deswegen mein Aufruf zur Diskussion, macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Wie gesagt, ich glaube, mein Standpunkt ist bis jetzt, es macht keinen Sinn, es dient lediglich der Befriedigung der Neugierde und ich würde euch empfehlen, haltet euch mit der Neugierde etwas zurück, wartet bis die Tiere aus eigener Kraft schlüpfen, aber ich bin auch für eine Diskussion offen und bin gespannt drauf. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.